und es geschah niemals irgendetwas Unerwartetes. When did Solomon the wise abandon receive from that? But you everything away on Hallo Freunde, wir sind jetzt gerade stehen geblieben auf einem random Rastplatz auf der Fahrt Richtung Wien, wo wir heute den wahrscheinlich teuersten Lego Haul in der Geschichte von Bricks Go Wild abholen werden. Mein Dad und ich sind am Start. Ich frage mich natürlich schon manchmal, warum, Christoph, bist du nicht zu Hause geblieben? Dann hättest du vielleicht nichts gekauft. Ja, jetzt ist es zu spät, wir sind im Auto, werden uns jetzt gleich mit dem Verkäufer der Sets treffen. Und ja, Rita weiß gar nicht viel davon, sie ist in Salzburg geblieben, weil sie arbeiten musste, und sie weiß schon, dass wir irgendetwas mit Herr der Ringe kaufen. Ich habe schon mal erzählt, dass ich Interesse an dem ein oder anderen Set habe, aber dass es so viel ist, das weiß sie noch nicht, also da wird sie sicher Augen machen. Und ja, wir melden uns dann einfach wieder, wenn wir am Ort des Geschehens sind. Bis gleich. So, etwas später, und wir haben die gute Ware jetzt im Auto verladen. Und ja, ich habe mir noch gar kein genaues Bild davon gemacht, was das alles ist. Es ist unglaublich, und es ist nicht nur hier im Kofferraum alles voll, sondern auch hier auf der Rückbank. Und ich glaube, ihr seht hier schon ein paar schöne Sets. Jetzt werden wir mal nach Hause fahren und dann schauen wir uns das in aller Ruhe an, was wir hier mit nach Hause gebracht haben. Und übrigens waren wir jetzt dort vorne gerade noch essen, und zwar chinesisch. Sehr zu empfehlen, falls ihr mal in der Gegend von Wiener Neustadt seid. Und ja, vollgefressen treten wir jetzt die Heimreise an mit jede Menge Lego-Steinen. So, es ist jetzt mittlerweile früher Abend geworden. Wir sind wieder zu Hause, und ich habe gerade in die Kisten hineingeschaut und habe mir gedacht, ich nehme euch mit, da es sich oder besser gesagt, dass es sich bei dem Haul um etwas, was mit Herr der Ringe zu tun hat, handelt, glaube ich, brauche ich euch nicht mehr erzählen. Wir haben hier, und das ist jetzt der erste Blick hinein in die Kisten, die komplette Herr der Ringe und auch Hobbit-Serie. Alles, was hier fehlt, ist die Polybags, wenn ich mich nicht täusche, aber alle Sets, die jemals von den glorreichen Herr der Ringe-Zeiten und auch Hobbit rausgekommen sind, haben wir jetzt hier dabei. Ich und der nette Verkäufer, Grüße gehen raus, wenn du das siehst, mein lieber Freund, haben versucht, das so schonend wie möglich hier in diese Boxen von Action Mark hinein zu sortieren. Natürlich wird das ein oder andere hier heruntergefallen sein, aber es sieht auf der anderen Seite auch gar nicht so schlecht aus. Und ich denke, ich habe jetzt gerade noch mal nachgerechnet und mich ein bisschen ja, in Erinnerung schwelgen lassen. Es ist wahrscheinlich teilemäßig bei weitem nicht der größte Haul, da haben wir schon weit größere Kaliber nach Hause geschleppt, aber euromäßig ist es leider der größte Haul gewesen. Warum Herr der Ringe jetzt auf einmal, wo wir eh so viele Baustellen haben und eigentlich ja genug zu tun haben? Ich habe vor längerer Zeit schon mal überlegt, ob ich mir nicht dieses Set hier, müsste die Schlacht von Helms Klamm sein, ob ich mir das nicht auf eBay oder Bricklink kaufe, wurde aber immer teurer. Ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt nicht bald kaufe, dann ist es irgendwann mal zu spät, weil die so immens teuer werden, allen voran natürlich auch wegen der tollen Minifiguren, die immer in den Sets dabei sind. Dann habe ich mir gedacht, ja, das ein oder andere Set aus Hobbit würde mir auch ganz gut gefallen. Und dann war eben der Abend gekommen. Rita war nicht zu Hause. Ich habe mir auf Netflix der Hobbit, die unerwartete Reise angeschaut, also den ersten Teil.
und habe nebenbei ein bisschen gesurft und eben ein Konvolut ist für diese Sammlung hier kein guter Ausdruck. Diese Sammlung hier gefunden, wo eben sich jemand von all seinen Herr der Ringe Lego Sets und Hobbit Lego Sets trennen musste, weil er Pokémon Karten und Marvel Karten, was es nicht alles gibt, haben möchte. Und wir sind uns dann mit dem Preis einig geworden. Es ist natürlich jetzt um einiges mehr, als ich eigentlich haben wollte, aber ich habe mir gedacht, das ist vielleicht eine einmalige Gelegenheit, denn wo bekommt man sonst noch eine komplette Sammlung hier von diesen Sets? Und das, was mir eben auch sehr gut gefallen hat, ihr wisst, wir bauen sehr viel und auch sehr oft, und das ist auch kein Problem für uns, mit gebrauchten Lego-Teilen. Speziell bei diesen hier war es aber so, dass die alle in einer Vitrine standen. Das heißt, damit wurde nie gespielt, die wurden damals neu gekauft, in einer Vitrine aufbewahrt und das sieht man auch an den Teilen. Ich meine, die sind wirklich wie neu und auch die Figuren, ich habe jetzt noch nicht alles herausgetan und ich glaube, es wird auch jetzt momentan so sein, dass die Sets hier in den Kisten drinnen bleiben, weil wir sind nämlich jetzt gerade bei meinen Eltern und nicht in Wild City. Ich werde die jetzt zuerst mal dorthin bringen. Wir sind gerade in meinem alten Jugendzimmer übrigens. Da habe ich immer meine Hausaufgaben gemacht oder auch nicht, in der Schulzeit eher weniger. Ich glaube, die lasse ich jetzt mal in diesen Kisten drin, wo sie eigentlich ganz schön drinnen sind. Und dann werde ich das nächste Mal, heute habe ich leider keine Zeit mehr, weil ich zurück zu Rita fahren muss, nach Salzburg. Die Alte wird Augen machen. Die wird sich freuen, hoffentlich. Sie ist zwar jetzt nicht der allergrößte Herr der Ringe-Fan, aber ich glaube, bei dieser Sammlung hier, da kann man einfach nicht Nein sagen, oder? Ich meine, das ist doch der absolute Wahnsinn, was hier alles drinnen ist. Wir haben hier Erebor, wir haben hier Helmsklamm, wir haben hier den Turm von Orthanc. Wenn ihr wisst, was diese Teile kosten, hier, ich hole euch das raus. Dieses kleine Kügelchen hier gibt es von Lego in verschiedenen Farben, teilweise spottbillig, aber nicht der hier und so weiter. Ein Ent, diverse Trolle und es sind wirklich alle Minifiguren hier dabei. Ich habe mir dann natürlich auch noch Teil 2 und Teil 3 von Hobbit angeschaut, wie ich in den Preisverhandlungen und ein bisschen geschaut habe und ja, also Seestadt ist hier, wir haben hier alles, also es ist unglaublich. Ich muss selbst erstmal schauen. Aber es war dann so, dass ich auf Bricklink auch mal geschaut habe und auch auf den eBay Kleinanzeigen und eben gesehen habe, dass von dieser Serie hier sehr, sehr schöne Sets rausgekommen sind und dass die speziell eben aufgrund der schönen, tollen Minifiguren, die hier überall dabei sind, immens teuer geworden sind. Habe ich mir gedacht, ja, was macht man nicht sonst? Schlagen wir da mal zu. Hier auch dieses tolle Schiff aus Herr der Ringe. Und so weiter. Und übrigens hier in dieser letzten Kiste, da haben wir die kleinen Sets reingegeben, die alle in diesem Tütchen Platz gehabt haben, alle bis auf dieses hier. Aber ihr seht darunter, hoppla, sind die ganzen kleinen Sets, also hier auch, falls ihr die vermisst, Gandalfs Ankunft und die ganzen anderen kleinen Sets sind hier drinnen schön immer mit ein bisschen mehr Luft verpackt. Wie gesagt, man sieht es jetzt vielleicht nicht allzu gut. Ich bin jetzt schon relativ müde und wir müssen jetzt dann zum Bahnhof fahren, Tim und ich. Deswegen räume ich die jetzt nicht mehr alle aus, vor allen Dingen, weil ja auch bestimmt das ein oder andere Teil auf der Autofahrt rausgefallen ist oder abgebrochen ist. Hoffentlich nicht defekt natürlich, sondern nur runtergefallen. Deswegen bleiben die jetzt mal hier und das nächste Mal, wenn wir in Wild City sind, dann kommen die mal raus, werden alle sortiert, nochmal geschaut, ob alles komplett ist mit den Minifiguren, was ich aber glaube, weil, wie gesagt, der Vorbesitzer auch Sammler war. Und dann schauen wir uns das an, wie das aussieht. Und ja, ich kann nur eines sagen, ich bin ganz zufrieden mit dem Einkauf, hat Spaß gemacht, heute wieder mal eine Tour zu machen. Wir haben schon längere Zeit jetzt keinen Lego Haul mehr gemacht, wo wir irgendwo auswärts waren. Und das ist jetzt so eine mehr oder weniger Spontanaktion gewesen, eine unerwartete Reise, wie Bilbo am Anfang des Videos gesagt hat. Aber wer weiß, diese Serie, vielleicht kennt ihr euch ja aus damit, sowohl bei Lego als auch bei anderen Marken gibt es ja sehr viele Sammler von Herr der Ringe Dingen und bei Lego wollte ich mir schon längere Zeit mal was gönnen und jetzt ist es eben ein bisschen mehr geworden. Ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, was wir jetzt genau damit vorhaben. Ich kann es euch wirklich noch nicht sagen. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie Rita darauf reagiert, weil sie ja eigentlich nicht weiß, dass es die komplette Herr der Ringe Sammlung geworden ist, die wir gekauft haben. Mit Ausnahme der Polybags, die wir vielleicht sogar noch organisieren werden.
Auf jeden Fall, ja, weiß ich jetzt noch nicht, ob es ein, ich filme mich so, dann seht ihr ein bisschen in die Kisten hinein, ob es ein Herr der Ringe Layout geben wird. Ich habe keine Ahnung. Es war einfach so, dass ich mir gedacht habe, hey, da gibt es jemanden, der nicht so weit weg wohnt und der verkauft alles, was er an Herr der Ringe da hat. Und die Sets sehen echt gut aus. Also ihr wisst es ja, teilweise sind die Figuren ja hoch zweistellig oder fast schon dreistellig im Preis. Und da macht es auch einen großen Unterschied, ob die schönen Prints und die ganzen Ornamente, die dabei sind, abgenutzt sind, weil die Figuren eben bespielt wurden, oder ob die wie neu sind, so wie hier. Und eben die Steine, da hat kein Stein hat einen Kratzer. Ich glaube, das Schlimmste, was den Teilen passiert ist, in ihrer Geschichte ist, dass sie jetzt eben die 220 oder was es waren, Kilometer vom alten Besitzer zu mir her, zu meinen Eltern gefahren sind. Und ich freue mich riesig drüber. Also ich glaube, ihr kennt mir die Freude an. Es war einfach wieder mal ein total cooles Abenteuer und nette Leute kennengelernt. Schöne Grüße gehen, wie gesagt, nochmal raus. Und wir werden uns das nochmal ansehen in aller Ruhe, wenn wir bei Wild City sind. Da plane ich, dass ich alles aufstelle und alles nochmal für euch dokumentiere, was wir da jetzt genau haben. Mich interessiert es ja selbst, was wir da jetzt alles gekauft haben. Ich bin jetzt gerade etwas sprachlos, weil es doch einerseits ein bisschen mehr ist, als was ich gedacht habe. Ich habe die Sets natürlich auf Brickset und Bricklink angeschaut, aber ich wusste nicht, wie groß die sind und wie schön die sind vor allen Dingen, weil ich glaube, wir sind uns da einig. Wenn man Herr der Ringe-Fan ist, sowieso, aber auch wenn man kein großer Herr der Ringe-Fan ist, dass das nach jede Menge Spaß aussieht, und ich kann es kaum erwarten, bis wir endlich in Wild City wieder sind und wir diese Schätze hier bergen können. Ich hoffe, ich werde nicht so wahnsinnig wie der Zwergenkönig mit all seinem Gold in Erebor. Aber ich glaube, ich habe mich hier unter Kontrolle. Außerdem habe ich ja Rita. Und wie gesagt, die Sets sind auf keinen Fall hier gedacht, um irgendwie ein schnelles Geld zu machen oder irgendwie da Profit draus zu schlagen. Die wandern in unsere private Sammlung, werden dort am Dachboden in irgendeiner Art und Weise bestimmt hergezeigt. Also ihr werdet, wenn ihr Herr der Ringe Fans seid, freut ihr euch das vielleicht. Wenn ihr keine Fans seid, dann na gut, dann schaltet wieder mal ein anderes Video ein von uns. Nein, also ihr werdet, was wollte ich sagen, ihr werdet die Sets auf jeden Fall demnächst wieder mal sehen. Und ja, ich trinke jetzt noch schnell Kaffee und dann geht's ab zu Rita nach Salzburg. Und es freut mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart hier bei diesem kleinen Haul-Video, Roadtrip, ja, was auch immer das genau war. Aber ja, ich bin jetzt etwas müde und fertig. Ich glaube, ihr kennt es mir an, aber die Freude ist ganz meinerseits hier. Und ja, ich rufe jetzt mal Rita an und schicke ihr mal ein paar Bilder per WhatsApp und zeige ihr, was wir gekauft haben. Ich glaube, die Alte wird wirklich, ich sage schon wieder die Alte, die junge Dame wird ausflippen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Ich melde mich jetzt ab. Und wir sehen uns dann demnächst mal wieder. Wahrscheinlich nicht aus meinem alten Jugendzimmer. Ich weiß nicht, das habt ihr wahrscheinlich auch noch nie gesehen. Ich habe übrigens auch noch mein altes Aquarium hier, obwohl ich schon seit über 10 Jahren nicht mehr hier wohne. Aber das kann ich einfach nicht hergeben. Genauso wie diverse andere kleine Schätze hier, wie diesen Nintendo 64 hier. Aber Lego ist hier eigentlich keines, glaube ich. Bis auf ein paar Star Wars Microfighters, die irgendwo herumschwirren. Genug geredet, Herr der Ringe und Hobbit, Lego, Bricks Go Wild steigen da auch dort ein. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich weiß es jetzt noch nicht, aber wir werden uns da sicher einig werden. Danke fürs Einschalten und bis demnächst, Freunde.